also, okay, das ist bescheuert, aber wenn man mit einer Reiseagentur eine Europareise plant, eigentlich ist es nichts anderes, aber halt, es ist alles dabei, aber halt gleichzeitig nichts dabei. Ich finde, das ist der schnellste, nicht unbedingt der günstigste Weg, um durch Europa. Nee, ist ja nicht der schnellste. Warte mal. Beim Ultracycling meldet man sich für ein Event an, auf das man halt Lust hat, und man hat einen Start und ein Ziel und man versucht ohne Hilfe von außen so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Und beim Rennen wie beim TCR hat man zwischendurch Checkpoints und Parcours, das heißt, man plant die Strecke selber, aber man muss bestimmte Streckenabschnitte, die halt vorgegeben sind, abfahren. Aber man darf eben keine Hilfe von außen annehmen, es darf einem jetzt niemand helfen bei der Streckenplanung und aber auch nicht bei den Unterkünften, die man bucht. Ich heiße Sophie, ich bin 29, ich komme aus Niederbayern, so 1,5 Stunden östlich von München, in der Nähe von Passau. Eine Freundin von mir, die ist 2018 ins TCR gefahren. Da habe ich das erste Mal davon mitgekriegt, dass es halt auch so richtige Rennen gibt und halt Bikepacking-Rennen. Für mich war das, als ich von TCR gehört habe, ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie man sowas macht und dass man sowas macht und niemals hätte ich drüber nachgedacht, selber sowas zu fahren. Ich finde halt einen Tag 300 Kilometer fahren oder einen Tag 500 fahren, das war für mich so ein großes Ding und ich habe davor halt ewig Pause und versucht, dass das der perfekte Tag ist und so. Ich weiß ja, damals war das für mich so unverständlich, dass man die Strecke selber planen kann. Ich dachte mir, dass da halt einfach so Profis am Start sind und ja, einfach Übermenschen irgendwo, aber nicht, dass man das als normaler Mensch, also als normaler Radfahrer machen kann. Die meisten Leute, die mich gut kennen, haben zu mir gesagt, ich soll es nicht fahren, nicht weil sie nicht wollten, dass ich es mache, sondern weil sie dachten, dass ich mich kaputt mache. Das soll nicht klingen, dass die mir das nicht zugetraut haben, aber die haben es eigentlich gut gemeint für mich, so, hey, überleg dir das gut, weil es ist ja so, für einen normalen Menschen, der kein Leistungssportler ist und sich immer erholen kann, wenn er will, ist das halt schon eine krasse Belastung, finde ich. Und es stimmt auch, was die gesagt haben. Ich habe mich schon, glaube ich, so, und es war grenzwertig zwischendurch. Hi, it's Leo and Sophie. And We're about to start! Yeah, we're at the start in Santiago de Compostela. And we're both representing Cruz at this TCR. And we're both really excited. And we're leaving in 11 minutes. Oh my God. Wir sind in Santiago de Compostela gestartet. Das ist da. Und das Ziel war ja, von Westen nach Osten zu fahren, und den letzten Stempel hat man dann in Konstanze bekommen am Strand. Wenn ich das anschaue, die Distanz, dann denke ich mir wieder, es ist unmöglich, dass man das mit dem Rad fährt, vor allem halt in 2 Wochen. Ich denke mir so, ja okay, so in 4 Monaten kann man da einmal rüberfahren, aber dass das machbar ist, eben alleine, ohne irgendwas, ist richtig krass. Liebe Grüße aus Spanien. Sommerurlaub, Badeurlaub. All inclusive. Was für eine Scheiße. Immer Regen. Ich bin wieder fast trocken. Ich bin gerade auf so einer größeren Straße, das geht voll. Ich habe jetzt 292 Kilometer, 4425 Höhenmeter und 13,5 Stunden. Das ist gerade mein Ausblick. Ich habe mir gedacht, boah, ich muss jede Sekunde Zeit sparen, die nur geht, und dann habe ich nach ein paar Stunden das erste mit Wasser aufgefüllt, aber halt so gerannt gefühlt zu dem Kiosk, und dann haben die mir noch geholfen, das Wasser aufzufüllen. Das war super, also im Nachhinein einfach bescheuert, weil hinten raus bin ich halt auch eine halbe Stunde vom Supermarkt gesessen. Also wir sind von Santiago ans Meer rübergefahren und dann durchs Hinterland gefahren, das ist halt super hügelig, und dann war mein erstes großes Ziel, halt das Meer zu sehen, wenn man dann oben an die Küste kommt. Tag 1 war 500 Kilometer und knapp 7000 Höhenmeter. Ich glaube, ich war ungefähr 26 Stunden unterwegs und hatte so um die 2 Stunden Stehzeit. Ich bin schon mit 500 Kilometer gefahren, aber das zu fahren und dann zu wissen, ich fahre jetzt noch 14, 15, 16 Tage. Ich wusste ja nicht, wie lange ich unterwegs sein werde. Das erste Mal, dass es nicht so gut gelaufen ist, dass ich mir hinten noch ein Hotel gebucht habe, und ich war halt schon platt nach so langem Fahren, und ich dachte, ich habe einen Wecker gestellt, aber ich hatte halt von den Tagen vorher den Wecker auf aus. Also ich habe die Uhrzeit eingegeben, ich dachte mir, ich schlafe 5 Stunden, weil ich jetzt lang unterwegs war, aber der Wecker war nicht an, das heißt, ich habe verschlafen.
und bin nach 7 Stunden aufgewacht, weil Hunde draußen gebellt haben, Gott sei Dank. Also mein Ziel war es immer, halt um die 300 Kilometer zu fahren, aber je nachdem halt auch, wie viel Höhenmeter ich habe. Und was jetzt Sinn macht, ich habe im ganzen Rennen immer drin geschlafen. Ich habe das vorher nie gemacht und ich bin voll der Schisser. Mein größtes Ziel war es, irgendwie ins Ziel zu kommen und halt safe ins Ziel zu kommen und eben, dass ich Spaß habe dabei. Ich hatte aber einen Schlafsack dabei, also für einen Notfall. Am Tag 2 bin ich eben zum ersten Checkpoint gefahren und danach noch ein Stück weiter in Richtung Pyrenäen. Guten Morgen. Ich habe definitiv nicht so gut geschlafen wie letzte Nacht und auch nicht so lang. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich bin voll müde. Ich bin aber vor dem Weg aufgewacht. Ich habe irgendwie nicht einschlafen können. Ich habe nicht so lange geschlafen, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt Angst gehabt, dass ich wieder verschlafe. Am 3. Tag bin ich 345 Kilometer mit so 3700 Höhenmetern gefahren. Und da hat es dann eigentlich das erste Mal so Sinn gemacht, dass man entscheidet, wie man fährt, weil man hat 2 Möglichkeiten gehabt. Man musste ja zum Tourmalet in Frankreich und man konnte entweder durch Spanien fahren, also relativ lange in Spanien bleiben, oder man fährt weiter im Norden und fährt schon durch Frankreich. Ich hatte eigentlich gedacht, es macht mehr Sinn in Frankreich, weil ich weiß, ich wollte es halt immer so schön wie möglich machen, weil es dann ja mehr Spaß macht und ich schneller vorankomme, dass es in Frankreich schöner ist, warum auch immer, habe ich mir gedacht. Aber im Endeffekt habe ich mich dann entschieden, dass ich durch Spanien fahre. Hallo! Hey! Ich hatte keine krassen Tiefs am Anfang, aber die Sitzprobleme, da habe ich gemerkt, dass ich mir das erste Mal drüber nachgedacht habe, boah, scheiße, ich weiß nicht, wie das weitergeht, wenn das jetzt immer schlimmer wird von Tag zu Tag und schon so früh anfängt, wie es weitergeht. Und natürlich, ich glaube, ich bin grundsätzlich schon launisch, ist es so, dass man halt immer wieder Hochs und Tiefs hat. Ich glaube, ich bin der launischste Mensch dieser Erde. Aber ich muss jetzt kurz filmen. Es ist nämlich so schön. Es ist gerade am Sonnenaufgang aufgehen. Ich rede den Scheiß zusammen. Ich bin schon wieder komplett nass. Ich wünsche mir, dass jeder, der duschen geht, für mich mit duscht. Und trocknet vor allem. Aber jetzt sage ich, wie schön es da ist. Wow. Ich fahre hier sind so 18 Kilometer Anstieg. Und ja, genau. Hab nichts mehr zu sagen. Aber ich habe immer versucht, irgendwie mit Kleinigkeiten halt meine Stimmung zu heben. Und habe ich angefangen, immer Blumen zu pflücken und auf meinen Lenker zu tun. Und dann habe ich das war auch eher an dem Tag 3, war so ein Sonnenblumenfeld und dann bin ich einfach vom Rad gestiegen, auf das Feld gelaufen, habe mir so einen Stein gesucht, weil die sind ja mega fest und habe die halt abgeschnitten und hat mir so eine fette Sonnenblume auf meinen Lenker, weil irgendwie die sind halt so bescheuerte Sachen und Kleinigkeiten, aber wenn ich jedes Mal dann auf den Lenker schaue, habe ich halt was zu lachen oder habe ein Foto gemacht oder auf Insta gepostet und sowas lenkt halt ab. Hello from my aerobus and my snacks. I'm riding towards the Pyrenees and I'm super excited. It's like definitely my highlight at the moment is going to all the places that I looked at in Komoot or like just researching and planning for weeks before the race and now finally being there. Am 3. Tag habe ich auch was gebucht und habe aber mit der Frau Kommunikationsprobleme gehabt, weil die hat nicht verstanden, dass ich an dem gleichen Tag komme. Sie hat gedacht, ich komme am nächsten Tag. Und dann bin ich vor dem Hotel gestanden und dachte mir so, fuck, jetzt ist Tag 3, ich will eigentlich nicht draußen schlafen, aber da ist niemand. Und Gott sei Dank habe ich die dann halt ein paar Mal angerufen und geklingelt und dann hat sie irgendwann aufgemacht. Also wenn man damit rechnet, man schläft drin und man kann jetzt gleich duschen und dann ist so, fuck, ich muss vielleicht draußen schlafen, jetzt in der Kälte. Am Tag 4 ging es dann zum nächsten Parcours und nächsten Checkpoint und zwar Col de Aubisque und Tourmalet. Auf das habe ich mich mega gefreut, weil ich gerade in Tourmalet, den kennt man ja, den Berg, und das war schon lange ein Berg, der auf meiner Bucketlist stand. Und da bin ich irgendwo so kreuz und quer. Ich glaube, da hat man so eine Kurve gemacht zum Tourmalet. I don't know, today I'm feeling
like yesterday morning I cried because I was like, fuck, it's hard, but I slept quite good last night and I'm excited for the day. Das Coole an dem Rennen ist, dass ja jeder oder die meisten Leute, die da mitfahren, erstmal man kann tracken, man kann am Tracker schauen, wo die Leute sind, aber man kann ja dann auf Insta schauen und viele teilen das, was nicht nur für die Außenstehenden cool ist, aber auch wenn man selber das Rennen fährt, weil man bei denen, die vor einem sind, ja schon weiß, was einen erwartet oder auch bei denen, die hinter einem sind, einfach auch weiß, erstens wie das Wetter ist und das ist halt teilweise erleben die Leute, obwohl wir das gleiche Rennen fahren und ja irgendwo nah beieinander sind, komplett andere Sachen und das finde ich irgendwie war auch cool und am Tourmalet war eben bei manchen Leuten super schönes Wetter und bei mir zum Beispiel war es komplett neblig und ich habe gar nichts gesehen. Ja, ich wollte halt unbedingt hin und das war wieder der Moment, wo ich so war, okay, ich weiß, warum ich das Rennen fahre und ich habe da jetzt monatelang drauf hingearbeitet und jetzt stehe ich da oben und ich schaue nicht nur einen Punkt auf einer Karte an. An Tag 4 bin ich, an dem Tag waren es natürlich viele Höhenmeter, da bin ich 217 Kilometer mit 4700 Höhenmetern gefahren. Ich muss jetzt kurz ein Video aufnehmen, weil ich gerade, es ist voll krass, ich habe es immer, wenn ich abfahre, dann, ich habe Angst, dass ich in 4 Sekunden Schlaf falle. Ich will so, es ist ja 3 Sekunden und ich bin so todmüde. Ich habe gerade überlegt, ob ich stehen bleibe. Und dann mache ich weiter Video und rede einfach, dann kann ich nicht einschlafen. Es ist richtig krass. Langsam fängt es an, wo man sich so denkt, boah, heute nur 217 Kilometer. Und dann ist es so krass, weil 217 Kilometer mit 4700 Höhenmeter ist sau viel. Also für mich ist es mega viel. Nachdem wir dann durch die Pyrenäen gefahren sind, ging es dann durch Südfrankreich. Grundsätzlich war es da relativ flach und dann bin ich am Tag 5 um die 400 Kilometer gefahren mit so 2000 Höhenmeter. Also das war ein flacher Tag. Man hat voll viel Meter machen können und ich bin einfach nur gefahren und da war für mich am allerkrassesten mit Sitzproblemen und es ging irgendwann gar nicht mehr und ich habe halt, keine Ahnung, so Zinksalbe und was man halt so hat dabei gehabt. Ich weiß nicht, irgendwann in der Mitte oder so, bin ich in der Apotheke und habe mir dann Cortisonsalben und den ganzen harten, das ganze harte Zeug gekauft. Da war ich, glaube ich, eher das erste Mal, dass ich so wirklich gestruggelt habe. Also ich habe nie über das Aufgeben nachgedacht, aber ich habe wirklich gestruggelt. Also wenn es jetzt jeden Tag schlimmer wird, das geht gar nicht. Montpellier und dann Avignon. Eine Freundin hat mir nämlich immer die so kulturelle Highlights von den Orten geschickt und ich weiß, dass Avignon dabei war, das heißt, ich bin da vorbeigefahren. Aber das war eben ein sehr langes Flachstück und halt auch, das war dann, da muss man halt einfach Augen zu und durch und man fährt halt einfach. Guten Morgen aus meiner Unterkunft. Ich habe gerade festgestellt, ich habe nicht mehr so viel Wasser jetzt wieder. Da habe ich gerade Wasser reingefüllt und das ist... Vor dem Tourmalet habe ich mir alkoholfreies Bier gekauft und der Rest ist mit Wasser. Das ist mein Frühstück. Ich bin so langsam. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden, es ist 20 nach 4 Uhr und das ist richtig nass. Ich liebe im Regen Radfahren. Vor allem morgens um 7. Ach man, immerhin läuft's. Ich habe schon einen 14er Schnitt. Es ist voll nervig für den Kopf und es ist ein richtiger Scheißstart. Dann ist es hier halt flach. Nur der flach bedeutet, dass ich jetzt am Anfang, ich habe jetzt schon 600 Höhenmeter auf 35 Kilometer. Das ist nicht flach. Übrigens ist es so geil. Da kann man sich so richtig abstoßen. Außer bis ich mich mal da abrutsche und ich dann keine Zähne mehr habe. Keine Ahnung, ob da jetzt was passiert, aber wenn das passiert, was ich hoffe, dann kommt da jetzt eine Pizza raus. Das wäre so krass. Alter Schwede. Aber kann ich die jetzt essen? Ist das warm oder muss ich die jetzt warm machen? Die ist vorgekocht, die ist halt jetzt kalt. Das ist kalte Pizza. Ich esse die jetzt. Ich hoffe, da ist kein Fleisch drauf. Das ist der Grund, warum mein Mund offen ist manchmal. Wenn ihr euch fragt, was ich beim Fahren immer mache, dann ist es High-Protein-Pudding oder was immer das ist, mit Magnesium und Vitamin B9 ohne Löffel zu essen. Das ist eine Challenge und es funktioniert so mittelgut. Aber es funktioniert.
Aber sonst habe ich hier auch nichts zu tun. Ich bin zu faul, meinen Löffel hinten aus meiner Tasche zu holen. Irgendwie hat es mir auch Spaß gemacht, weil den Tagen vorher war ja teilweise eben weit unter den 300 Kilometern, die ich mir so vorgenommen habe, und viele Höhenmeter. Und ich weiß auch, die Kälte und die vielen Höhenmeter waren, meine Knie haben irgendwann halt da so ein bisschen gezwickt. Und das war ganz gut, da einfach mal Kilometer zu machen. 19 Stunden 38 war ich unterwegs an Tag 5. Also es war ein sehr langer Tag. Ich bin durch. Ich bin im Hotel angekommen, das war so ein Business-Hotel, und dann bin ich in den Aufzug gestiegen und dachte, ich fahre schon drauf, und bin gleich 2 oder 3 Minuten im Aufzug gestanden, bis ich gecheckt habe, dass ich den Knopf nicht gedrückt habe. An Tag 6 bin ich 298 Kilometer gefahren und um die 3000 Höhenmeter, und da wollte ich so nah wie möglich an den nächsten Checkpoint kommen, weil ich wusste, das ist die Asietta und das ist ein Gravel-Parcours, und den wollte ich unbedingt am Tag fahren. Eins der Highlights an dem Tag, das ich dann an meine WhatsApp-Gruppe geschickt habe, war einfach nur Sprudelwasser. Einfach nur Wasser, ohne süß und ohne Geschmack, kalt und sprudelig. Prost. Lowlight des Tages. Eskalierte Haut, aber halt so richtig völlig. Da geht's senkrecht bergauf. Was ist das für ein Scheiß? Ich weiß ja nicht mehr, warum ich habe irgendwie gedacht, das ist so ein Ziel heute. Und ich hasse es, wenn ich die dann erreiche, weil dann brauche ich jetzt ein neues. Das war irgendwie mein Lichtblick, und jetzt ist es mein Todesblick. An Tag 7 bin ich 188 Kilometer mit 3300 Höhenmeter gefahren. Da war ich super frustriert am Ende vom Tag, weil ich mir dachte, oh, wieder so wenig. Aber das war halt Asietta, und das ist ein Schotterparcours. Und das ist ja auch relativ bekannt beim TCR, dass man halt auch Abschnitte hat, wo man Offroad fährt. Und natürlich, das dauert viel, viel länger und ist auch viel anstrengender. Und ich war schon ein bisschen nervös davor. Ich bin da um die Mittagszeit reingefahren, und war super viel Verkehr. Da waren so viele Autos unterwegs und so viele halt fette Trucks. Ich glaube, das ist so ein Urlaubsziel für Leute mit Geländewagen. Und es war ein bisschen anstrengend, halt da dann durchzufahren, weil es super staubig war, aber auch wunderschön. Das ist ja Offroad. Es wird wie Forststraße fahren. Und ich meine, es ist echt schön. Es ist wirklich schön. Kann man es erkennen. Aber es hat ein Rennrad. Und irgendwie finde ich es geil, und irgendwie mag ich Offroad. Ich glaube, ich mag Offroad lieber als Straße. Zum großen Teil. Aber es ist viel härter. Wenn man sich voll konzentrieren muss, man kann nur auf den Boden schauen. Genau, und da ist man dann halt auch von Frankreich eben nach Italien rübergefahren und dann Richtung Genua runter. Wenn man da so lange unterwegs ist, vor allem wenn man alleine unterwegs ist, verliert man ein Gefühl von Geschwindigkeit und ob man überhaupt vorankommt. Und da habe ich gerade am Einstieg zur Asietta einen getroffen, und wir sind gleichzeitig losgefahren. Und dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob er einen Defekt gehabt hat oder so, also auf jeden Fall war der irgendwann hinter mir, und bin mir aber so langsam vorgekommen. Und dann war das aber irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man halt gerade am Schotter weiß, okay, jemand anderes ist da auch gerade unterwegs, aber halt noch langsamer. Mal wieder ein bisschen Realität, ist nicht immer schön, ist es ganz zart, aber es ist voll schön, aber es ist auch ganz zart. Und ich habe die Hälfte bald, aber ich habe halt erst die Hälfte und ist voll zart. Oh. Da war ich so, boah krass, ich habe jetzt die Hälfte, aber ich habe jetzt auch nur die Hälfte, und das war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Und eben, es ist Schotter, es war sauheiß, und ich bin halt super langsam vorankommen. Und dann gegen Ende vom Parcours habe ich 2 oder 3 Männer eingeholt, und da war ich so, es läuft doch nicht so schlecht. Am Tag 8 hatte ich dann wieder so eine Flachetappe eben pro Ebene entlang. Das waren 360 Kilometer, aber mit nur knapp 2000 Höhenmetern. Da bin ich so runtergefahren. Und dann war das nächste Ziel Siena. Das fand ich immer super schwer, weil du am Ende vom Tag ist es halt krass, auf den Tacho zu schauen und schon so viel erreicht zu haben, aber am Morgen hast du 0 Kilometer, 0 Stunden und so, oh Gott, und jetzt wieder, und jetzt muss ich halt so lang fahren, und irgendwie bei mir kommt immer erst dieses Gefühl,
dass ich was Krasses oder dass ich was erreicht habe, wenn es halt mehr ist als so ein normaler Tag. Also wenn ich so über 150 oder 200 Kilometer bin, dann fühlt es sich an, als würde man was Ultramäßiges machen. Aber davor ist es halt so, ja okay, jetzt bin ich halt Radl gefahren. Meine Knie brechen auseinander, aber nur wenn ich liege. Wenn ich mich das erste Mal hinlege am Abend, das ist so krass, das tut so weh, das brennt richtig. Und in der Früh, wenn ich aufstehe und das erste Mal das Knie wieder abbiege, das ist so richtig krass, wie eingerostet. Ich habe mit den Sitzproblemen meine Tage gekriegt natürlich. Das habe ich bei jedem Ultra, egal wo ich gerade bin, ich kriege immer meine Tage. Das ist halt mega beschissen, das ist alles nicht hygienisch, das ist halt anstrengend. Und das war halt schon der Moment, wo es mir halt keinen Spaß gemacht hat. Und für mich, ich fahre das Rennen ja nicht, um irgendwas zu gewinnen, sondern weil ich halt eine gute Zeit haben will und weil ich halt also für mich selber. Und dann fange ich halt immer zu strugglen an, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Ich wollte so nah wie möglich an Parcours wieder und war dann irgendwo kurz vor Siena. Am 9. Tag bin ich dann 260 mit 3300 Höhenmetern gefahren. Und wenn ich das immer so sage, fühlt es sich an, als wäre ich gar nicht so weit gefahren jeden Tag. Komisches Gefühl. Und ich habe gewusst, in Siena ist halt ein großer Ort, da gibt es viele Radfahrer. Dann bin ich zum Radladen und habe mir Zeit genommen, oder das habe ich mir vorgenommen, ich wollte halt Bremsbeläge einmal wechseln. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, lieber lasse ich das jetzt in einem Radladen machen, habe keinen Stress, ich bin mir sicher, es passt. You are racing, okay, it's a bit different, I understand. Der Typ hat mich fast zum Heulen gebracht, weil er so, ich soll Geduld haben, ich soll mich jetzt noch nicht so, weil ich habe jetzt so, ja, wie lange dauert das? Und ich versuche nett zu sein, aber man ist ja da halt am Limit. Und dann ist halt so, ja, er kann mir jetzt nicht sagen, wie lange das dauert, ich soll halt mir Zeit lassen, es kann jetzt eine halbe Stunde, das kann 2 Stunden dauern. Und er wollte einfach nur zeigen, dass er da der Chef ist. Und das war kein schönes Gefühl, weil man da halt irgendwie so schon emotional ist. Und er hat es mir aber dann repariert, hat mich geschimpft, dass meine Kette nicht sauber ist, weil ich zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch gut unterwegs war und mir dachte, okay, ich will ja schon im Balkan. Und dann wollte ich halt auch, dass mein Radl passt und da alles funktioniert. Genau, und dann bin ich weitergefahren an den See. Ich habe keine Ahnung, was für ein See das ist. Da bin ich, das war voll schön, weil 50 Kilometer vor meinem Hotel war da so irgendein Restaurant oder ich glaube, es war ein Weinladen. Und dann habe ich da gestoppt und habe gefragt, ob die was zu essen haben. Und ich habe, glaube ich, die besten Nudeln meines Lebens gegessen. Das Essen schmeckt ja ganz, ganz anders, wenn man halt nur Süßigkeiten isst den ganzen Tag eigentlich. Da ging es dann eben schon drum, dass man Richtung Fähre fährt. Genau, und zum Thema Fähre, beim TCR 11 war die Besonderheit, dass es eine lange Fähre gab, die auch gerade im vorderen Bereich vom Rennen eigentlich rennentscheidend war. Ich habe halt voll Schiss gehabt, dass ich die Fähre verpasse und ich habe gerechnet, wann muss ich wo sein und ich wusste, ich will unbedingt in Bari Wäsche waschen, einkaufen und halt Zeit haben. An dem Tag 10 bin ich dann 340 Kilometer, ich glaube 3.500 Höhenmetern gefahren. Und wollte halt unbedingt den 4. Checkpoint mitnehmen und dann so weit wie möglich Richtung Küste kommen, wo man dann Richtung Bari runterfährt. Da bin ich eben dann irgendwo durch Italien zu dem Checkpoint. Die meisten Leute haben die Fähre von Bari nach Durrës genommen und die war relativ lange. Das war, um Gottes Willen, das war ganz hässlich. Und die Besonderheit war, dass man da 9 Stunden unterwegs war und die Fähre nur 2-mal am Tag gegangen ist. Und es hat Sinn gemacht, also wenn man gut schlafen wollte, dass man sich auch eine Kabine bucht. Und ich weiß noch, das war in der Po-Ebene. Ich war in der Abfahrt und war so, ich brauche jetzt eine Fähre. Ist mir jetzt egal, ob ich das, weil ich wusste nicht, das waren ja noch 3-4 Tage bis dahin. Ich war so, nee, ich will jetzt irgendwie eine Fähre buchen. Ich will sicher sein, dass ich halt wo schlafen kann und dass ich halt in einem Bett schlafe und alleine so eine Kabine habe. Und dann war ich am Handy versucht, irgendwie zu buchen, dann bin ich stehen geblieben und habe die Fähre gebucht. Und dann danach die Tage war halt ein bisschen Stress und so kalkulieren, dass man es halt auch schafft. Und ich wollte ja nicht mittags um 12 da sein, wenn die Fähre am Abend um 11 geht, sondern ich wollte es halt schon so timen, dass es Sinn macht. Diese Startbilder von den Videos gesehen und dann mal so gedacht, sehr motivierend. Also wenn ihr so Motivationsprobleme habt
oder keine Lust habt heute, dann denkt euch immer, Sophie hat noch weniger Lust. Und egal was ihr macht und wie langsam, Sophie macht es noch langsamer. Das ist krass. Also wenn ich jetzt nicht unendlich eingehe, dann schaffe ich die Fähre. Und es ist unfassbar heiß und es ist so viel. Jetzt habe ich gerade meine Armlinge und mein Trikot nass gemacht. Ja, kann jetzt nicht sagen, dass es ein schöner Tag war, aber ich bin nach Bari gekommen und ich war so krass erleichtert, weil es war eben so ein riesiges Ziel für mich, bis dahin zu kommen und ich dachte mir halt immer, okay, Italien kenne ich, im schlimmsten Fall, wenn es voll beschissen ist, ich gar keinen Spaß habe, dann fahre ich halt von daheim, aber irgendwie war das gar nicht zur Option gestanden und irgendwie war ich dann halt voll happy drüber, dass ich sicher war, dass ich diese Fähre nehme. Und dann hatte ich Zeit, ich war in der Wäscherei, der hat komplett meine ganzen Klamotten gewaschen. Plan war halt, ich kaufe mir normale Klamotten, weil ich halt nichts dabei gehabt habe. Gebe währenddessen alles, was ich dabei habe, zum Waschen und habe dann normale Klamotten für die Nacht auf der Fähre. Und ich habe nichts zum Anziehen gefunden. Das war mega schwierig. Ich kann nicht mehr. Ich habe nichts gefunden. Meine Sache ist halt jetzt beim Waschen. Okay, ich schäme mich so stark, aber ich glaube, es ist auch durchsichtig. Und es war so schrecklich, weil ich habe halt Radschuhe angehabt, habe ausgeschaut wie nochmal was, ich habe ja so eine schlechte Haut schon gehabt, Plastiktüten, weil ich davor im Supermarkt war, hatte wie so ein gestrandeter Bikepacker und habe so eine blaue Pailletten-Samthose und so ein Langarm-Samtoberteil gehabt. Zu dem Zeitpunkt war mir ja komplett alles egal. Ich habe es geschafft in mein 27-Sterne-Apartment mit Fensterblick. Yay. Was für ein Aber ich habe eine Glitzerhose. Mein ganzes Glitzer-Outfit, das glitzert richtig krass in der Nacht. Ich gehe jetzt. Das ist so lustig. Ist ja ganz peinlich, weil da waren ganz viele andere Radlfahrer. Aber ich habe meine Jacke drüber gezogen und mich zu Tode geschwitzt, damit man das nicht sieht. Guten Morgen aus der Kabine. Ich habe dann noch einen harten Tüch. Ich habe voll gut geschlafen eigentlich. Meine Haare, es ist so Tag 12 ohne Haarbürste. Läuft. Ich bin müde, ich habe 8,5 Stunden geschlafen und ich muss aus der Kabine raus und Essen war eigentlich blöd. Ich habe schon gegessen, aber ich habe gar keinen Hunger. War voll geil, Dusche, Bett. Aber ich fühle mich jetzt eigentlich nicht unbedingt so viel besser als nach einer kurzen Nacht, muss ich ehrlich sagen. Nochmal 4 Tage. Yay. Und es war auch cool, mal andere Leute zu sehen und dann auch offiziell ja auch reden zu können und mehr Zeit mit denen zu verbringen und halt schon so ein paar Geschichten auszutauschen. Das war eigentlich ganz schön. Von der Fähre in Durres bin ich dann eben Richtung Kruje und da war der Pass, den man rauffahren musste und dann ging es Richtung Burel darüber. Und dann schon nach Nordmazedonien. Ich habe schon ein schlechtes Bauchgefühl gehabt im Balkan, aber das haben auch schon ein paar Leute gepostet und am Checkpoint uns gesagt, es gab irgendeinen Typen, der da mit einer Axt rumgelaufen ist und auf Leute losgegangen ist. Ich habe mich nie unsicher gefühlt und war ich immer voll fein, auch in der Nacht fahren, aber das hat da angefangen, dass ich so war, oh Gott, es hat mich Überwindung gekostet. Es war immer noch okay, aber es hat mich Überwindung gekostet. Und es war halt so mega beschissenes Timing, dass genau sowas halt dann kommt. Wobei ich sagen muss, wo ich da in Albanien angekommen bin, es war so schön, es war richtig, richtig schön, da die Pässe raufzufahren. Bis auf ein paar Sachen war es halt einfach komplett, habe ich mich sicher gefühlt und einfach voll gut. Und dann wollte ich halt auch wieder so weit wie möglich fahren, aber eben nach dem Schotter, ich habe so schwere Beine gehabt, ich habe echt gedacht, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Und dann bin ich halt nur 160 Kilometer gefahren und habe dann kurz vor der Grenze nach Nordmazedonien gestoppt. Es fühlt sich an wie ein Fiebertraum. Da ist komische Musik. Keine Ahnung, ich check schon immer das Ding. Pause, stoppen. Ich bin 14er Schnitt. Was für eine Scheiße.
Ich habe ewig diskutiert, dass ich mein Radl mit aufs Zimmer nehmen kann. Aber dann am Ende war es halt super, super cool, weil die haben mir dann noch Essen aufs Zimmer gebracht, also mit so Roomservice. Also es war voll billig, weil es halt in Albanien. Ich kaufe gerade ein trockenes Brot. Ich habe Hunger, aber keinen Bock zu essen. Ich trete mit so 0,1 km/h. Ich habe das Gefühl, ich stehe. Ich habe Gegenwind. Ich fahre gerade so ein Nationalparktal rauf. Ich weiß nie, wie ich so ein Ziel schaffe, so ganz ehrlich. Keine Ahnung. Und jetzt heile Salzstangen Peanut Butter. Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Bis auf das, dass sie die ganze Zeit brechen und ich glaube, ich gleich überall Peanut Butter habe. Und mir ist sehr heiß. Aber die Abfüllung war gut. Also das Erdnuss-Curry ist bald fertig. Boah, ich glaube, das waren irgendwie 500 Kilometer ungefähr insgesamt noch oder ein bisschen mehr. Das ist ja immer noch weit. Und das ist ja, da kann ja immer noch so viel passieren. Das ist ja immer noch weit mehr, als man sonst an so einem Wochenende schnell mal fahren. Aber gleichzeitig auf die Strecke denkt man so, ja, ich bin fast da. Vor dem Start war halt mein Ziel also Bari. Und wenn es geht, halt ankommen. Aber nicht, dass ich gut ins Ziel kommen will. Und irgendwie, das war halt so im Balkan dann das erste Mal, dass man drüber nachdenkt und so denkt, ja, aber jetzt will ich halt auch nicht nur 10 Plätze verlieren und 3 Tage oder sowas. Also irgendwie, das war dann so das erste Mal, dass ich mir dachte, boah, vielleicht kann ich es auch gut zu Ende fahren und nicht nur schaffen. Ich war immer so 7., 8. Frau oder sowas. Und 2,6. Okay, am Tag 13 bin ich 270 Kilometer und 2600 Höhenmeter gefahren. Nordmazedonien war für mich auch so ein schwarzer Fleck auf der Karte, war ich noch nie, habe noch nicht viel davon gehört. Und ich war so begeistert, es war voll schön. Und es war gerade die großen Städte dann echt anstrengend, immer lange gerade Straßen, super viel Verkehr, viele LKWs. Aber wenn man halt immer wieder da raus war und durch die kleinen Dörfer gefahren ist, war es mega schön. Ja, und da bin ich so lang gefahren, über Skopje. Und da habe ich gewusst, das ist noch ein großer Ort, falls ich irgendwie, es war so in meinem Kopf auch so ein bisschen Backup, wenn ich irgendwas brauche zum Kaufen. Im Balkan war es auch verrückt, weil man ja jeden Tag in ein neues Land fährt und immer wieder über die Grenzen fährt und da hat man halt das Gefühl, boah, ich komme voran und hat immer wieder so ein Ziel, das man erreicht. Bei mir sind die Hochs und Tiefs immer krasser geworden. Es macht überhaupt keinen Spaß, ich habe nur Gegenwind. Es ist die ganze Zeit so scheiße. Oh, ich war auf gar keinen Fall, fahre ich morgen ins Ziel. Ich fahre morgen 300. Müssen dann so 2000 Höhenmeter sein, dann schlafe ich nochmal. Von mir ist 10 Stunden und dann fahre ich ganz gemütlich ins Ziel. Ich habe keinen Bock mit so schlechter Laune da anzukommen, weil es macht mir überhaupt keinen Spaß gerade. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe gar keinen Bock auf normal, also ich hab Bock auf was Salziges zum Essen, aber ich hab keine Lust, irgendwie mich darum zu kümmern. Und ich war noch bei nicht einem Bäcker in den ganzen Balkanländern, was ziemlich dumm ist, weil es wahrscheinlich geil ist. Wobei einfach das, was sie mir geschenkt haben, immer ist so ein bisschen schwierig zum Verdauen. Und das ist mein Leben. Ich esse jeden Tag 5 solche Teile, aber die sind nicht einfach easy zum Essen. Mir ist richtig, ich sehe schon doppelt. Es ist voll schlimm. Es ist so heiß, mir ist schlecht, es ist, Alter, ich würde so 4 Kilometer Berg rauf und mein Handy laut nicht gescheit, weil es zu heiß ist, glaube ich, alles ist zu heiß. Absoluter Abfuck, ich sag's doch. Also ich bin ein Schisser und ich hatte Schiss vor den Hunden und die merken das, wenn man Schiss hat und ich bin halt jedes Mal aufgeschreckt, wenn die kommen sind. Irgendwo da so. Man fährt halt dann gerade nach Nordmazedonien am Morgen, am Abend fährt man nach Serbien und dann kommt man sogar noch bis nach Bulgarien. Es ist halt voll das verrückte Gefühl, dass man einfach durch so viele Länder fährt. Jeder
von daheim und von meiner WhatsApp-Gruppe hat mir halt immer geschrieben, ja, du bist fast im Ziel, jetzt hast du nur noch 430 Kilometer, das ist gar nicht mehr weit. Ich komme nicht mit dem Gedanken klar, dass es nicht reicht, dass ich das jetzt auf 2 Tage fertig fahre. Also ich weiß, wie niemanden interessiert es. Ist völlig egal, wann ich ins Ziel komme. Aber ich für mich habe das Gefühl, wenn ich durchfahre, dann, keine Ahnung, habe ich nicht alles gegeben, so. Aber ich will jetzt nicht durchfahren. Warum kann es nicht okay sein? Warum kann es nicht viel sein, wenn ich jetzt nur mit 300 Kilometer fahre? Und Jana war längst im Ziel und die ist ja auch die so ähnliche Strecke gefahren und wusste halt, auf welcher Straße ich gerade bin. Und sie hat mir dann irgendwann so geschrieben, du kommst voll gut voran, fahr einfach weiter und irgendwie so immer so Kilometer für Kilometer. Und das hat mir so krass viel gebracht, weil sie weiß, wie es das Gefühl ist, wenn man da fährt und sich denkt, es geht einfach nicht voran, es macht dir da keinen Spaß, wenn dich die ganze Zeit LKWs überholen. Du siehst halt hunderte Kilometer geradeaus und irgendwie, man will da nicht hören, dass man gleich im Ziel ist, weil man fühlt sich halt nicht, als wäre man gleich im Ziel. Im Balkan hatte ich so schöne Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge und da hatte ich wieder die Momente, wo man halt so mega happy ist. Da habe ich eben so krasse Hochs gehabt, aber dann halt auch die krassen Tiefs, die Müdigkeit, der Sekundenschlaf, die Hunde, die Hitze, alle möglichen Sachen. Da war halt Kleinigkeiten, die voll das Tief ausgelöst haben, aber irgendwie halt immer wieder dann krass wieder raus, wieder runter, aber das macht es ja auch aus eigentlich. Doppelt hält besser. Kann kein Schokoeis mehr essen. Ich würde nur mitteilen, Breaking News, mein neuer Rekord sind 4 Eis in one go. Also die 2 habe ich schon gegessen und jetzt esse ich nochmal die gleichen 2. Highlight des Tages. Alter Schwede, das war der härteste Tag. Jetzt habe ich gerade meinen Tacho nicht da. Ich glaube, ich habe 18 Stunden, ich habe 370 Kilometer. Ich habe ganz Gänsehaut am ganzen Körper. Ich glaube, es war mein schnellstes Zeitfahren. Ich bin so übernehmentiert. Ich bin richtig drüber und ich hoffe, ich überlebe das morgen, weil ich bin jetzt echt viel zu schnell gefahren. Ich fühle mich absolut nicht wohl und ich habe keinen Bock, noch mehr allein im Balkan mit Radl zu fahren. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Und das macht gar keinen Spaß mit den ganzen Hunden, weil man halt einfach nie weiß, in jedem Angst, in jedem Ort habe ich schon Bauchweh, wenn ich nur eine fahre. Jetzt bin ich im Zimmer. Mein Radl steht draußen im Garten, aber er hat gemeint, der hat einen Hund, haha. Und deswegen ist es safe. Ich hoffe, das passt. Und dann bin ich halt nach Silestre, also da ist irgendwo, bin ich durch Bulgarien gefahren und dann nach Silestra. Und da ging dann der Schlussparcours los, also die letzten 130 Kilometer, die wieder vom TCA vorgegeben waren, die jeder gleich fährt. Bin dann um 5 oder sowas am Morgen losgefahren und dann war ich eben schon auf dem Parcours und bin die letzten 80 Kilometer ins Ziel gefahren. Good morning. I'm on the top of the, I think, second to last climb of the whole TCR, which is crazy. There's a lot of nothing. It's very quiet. I'm very happy. I slept for 3.5 hours last night because I really want to arrive happy at the finish line and not completely wasted riding through the night. So I decided to sleep once more. And yeah, now I'm doing the last 100 kilometers and really happy when I get to shower because everything is so dirty. And yeah, I think it will take some time to process what happened the last 2 weeks. Zu der letzten Unterkunft hat sich mehr nach dem Ziel, glaube ich, angefühlt als das wirkliche Ziel dann. Und mein Körper hat das irgendwie so gut nochmal gemacht, dass ich halt einfach mega dankbar war und mega happy, wo ich da angekommen bin. Und ich war auch voll stolz irgendwie auf mich, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Ich fühle mich, ich weiß es nicht, das ist irgendwie fast schade, aber ich fühle mich dann immer so leer. Also das ist nicht der Moment, wo man happy ist und das realisiert oder so. Ich glaube, ich bin schon stolz auf mich. Für mich war es halt ein Riesending, das alleine zu fahren. Ich bin stolz darauf, dass ich mich getraut habe, da im Balkan zu fahren, wo ich weiß, dass mir das nicht liegt. Für mich war es so ein Ziel vom Rennen, dass ich mir beweise, dass ich sowas alleine kann und dass ich halt niemanden dafür brauche. Aber eigentlich war mein Learning oder was ich halt da jetzt mitnehme oder auch irgendwie so fürs ganze Leben ist, dass ich halt es nicht alleine machen muss.
ja, Gott, das ist schwierig zu sagen. Der Moment der Wahrheit. Ich war jetzt im Meer baden und ich habe jetzt halt Die Oma hat Falten. sehr schön. So, und jetzt kannst du es. Das schaut wunderbar aus. Und jetzt müssen wir es einwirken lassen. Jetzt müssen wir entspannen.